Sensationell. Wir sind in Deutschland bei AMC Schmidt und filmen ein für den deutschen Markt gefertigtes Wohnwagen, der hier steht, von Puccini, von Tabat. Ein Puccini. 685 mit Queensbett, 2,5 Meter Breite. DF heißt die Bezeichnung. Warum das so außergewöhnlich ist, ein Doppelachser mit Toilette, sowas verkauft ihr nicht so oft, oder? Wir verkaufen das auch tatsächlich, aber nicht so oft, wie man was vielleicht vermutet. So, einiges ist anders. Ich kenne das ja nur, die Franzosen haben hier ein Fenster. Die Franzosen haben da auch als mal ein Fenster, ja, aber im Bettbereich, wo wir jetzt hier haben wir das Bett hier gleich, wenn wir reinkommen, ist das oft ja auch nicht unbedingt gewünscht, weil man ja meistens sonst die Rolladen sowieso runter hat, die Jalousien. Die Rouladen. Die Rolladen. So, das Mag Ganze. auch gute. Das Ganze erkennt man eigentlich, dass es eine deutsche Version ist an einigen Sachen. Der hat jetzt trotzdem eine Reling. Der hat tatsächlich mit Reling bestellt, ja. So, das ist ein Kundenfahrzeug, ist schon verkauft? Der ist verkauft. Also in 22 müssen wir uns im Moment alle immer nur bewegen mit verkauften Fahrzeugen. Wir haben eben eins noch gefilmt, was wir noch haben. 22er Modell, das war noch ein deutsches Fahrzeug mit Etagenbetten, der Da Vinci. Ja, aber ansonsten haben wir tatsächlich wirklich alles verkauft. Wird das ein Camper oder wird das ein professioneller? Das wird tatsächlich ein Profi. So, mit Klo. Mit Klo tatsächlich, aber wenn du das jetzt nachher siehst, dann wirst du feststellen, dass der sehr wahrscheinlich sein Klo ausbauen hat lassen. So, das werden wir gleich mal schauen, denn ich sag mal, hier ist alles so ein bisschen auf den Kopf gestellt, das können wir gleich mal gucken. Die Tür ist hinten, Länge hier von dem? Die Länge in dem Fahrzeug ist 9,48 Meter bis, 8,94 Meter bis zur Deichsel und hat einen Aufbau innen zum Nutzen von 6,90 Meter. So, guck mal hier, ihr habt einen Trecker mit Anhängerkupplung. Ich glaube, der ist tagtäglich in Bewegung. Der hat einige Betriebsstunden auf dem Laufen. Da haben wir uns jetzt gerade für die Zukunft nochmal einen neuen gegönnt und waren am Überlegen, ob wir den alten noch mit abschaffen, aber den werden wir behalten. So ist es. Wir sind nämlich in Idar-Oberstein. Das neue Heck, da ist es, eingeschlagen wie eine Bombe, kam gut an. Es sind immer so kleine Änderungen, oder? Ja, genau. Wie du jetzt mich mal einmal verurteilt hast, dass ich gesagt habe. Ich habe dich verurteilt. Ja, ich darf nicht sagen, dass es nichts Neues gibt. Es war der Schriftzug, der sich geändert hatte. Der war von Chrom auf Carbonfarben. Echt? Ja, man sieht es direkt. Man sieht es direkt, genau. Also von Chrom auf Carbon. Dann diese Zielhilfe hinten für die Kurbelstützen, genau, ja. Die ist neu. Da ist es mit drin, das ist so ein Köcher, das du einfach nur noch reinstecken musst. Das war vorher immer so, da warst du ja mit zwei Knien am Boden. Die Schraube getroffen hast, den Schraubenkopf, ja. So, und das ist das Besondere, die Tür ist jetzt weiter hinten. Also bei meinem Puccini war sie damals relativ weit vorne. Das ist so. Auf die Anordnung des Fahrzeuges auch an. Wir haben ja hier jetzt eine Rundsitzgruppe und dann schließt meistens die Tür ja auch direkt im Anschluss an. So, deutsche Tür. Die Tür, ja. Ja gut, ich meine, das ist die breite Aufbautür. Die Franzosen haben ja, die haben ja die teilbare Tür mit drin, mit Schirmhalter, mit der Tasche, die noch drin ist. Ja, die war meist am Tag Nummer 1 auf der Messe noch drin. Ja, einmal drin und dann nie wieder, ja. Denn die Leute dachten, das ist so... So nehme ich mal gerade mit, ja. Für die Prospekte. Bussystem mit drin, er hat eine Truma-Kombi. Sehr schön, gell? CP Plus Bedienfeld, hier fühle ich mich doch zu Hause, fast wie ein Wohnmobil. Bussystem mit drin, weißes Leder, jetzt gucke ich mal gerade von der Farbe her. Kunstleder, ja. Kunstleder, so cremeweiß. Ja, das ist in dem Moment jetzt hier ein Kunstleder, ein helles Kunstleder, was von dem Kunden gewünscht war. Und das hat halt in dieser Ausstattung hier so einen grauen Streifen mit drin. Und wenn ich jetzt noch so Aufpreispolster nehme, die haben so aufgenähte Kissen, wie du das eben in dem Puccini von Frankreich gesehen hast. Der hat doch hier oben so kleine Kisschen mit drauf. Gibt es beim Deutsche halt ein Aufpreispolster, dann sind so aufgenähte Rückenkissen halt mit drauf. Dann ist es ganz hell, dann ist es wirklich weiß. Genau, komm mal rein, mach mal bitte die Tür zu. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht umfallen jetzt. Wir fallen nicht um. Das ist ein Doppelachs. Da passiert nichts. Du gehst nach vorne, ich nach hinten. Ja.
Und wenn er umfällt, dann nur wegen mir. Du bist ja ein Leichtgewicht. Ich guck mal gerade. Der ist schon sauschick, muss ich sagen. Mit dem cremefarbenen Polstern, mit dem Holz, was jetzt sehr edel ist, in Verbindung mit dem Weiß. Das hebt das Ganze nochmal, also dass es auch modern aussieht. Genau, es gibt es ja auch in dem Echtlederpolster. Dann ist es wirklich echtes Leder. Das ist aber in so einem Braunton. Wirkt dann halt natürlich diese Ecke, wenn jetzt so auch die Sonne reinscheibt, trotzdem dunkler. So, man sieht direkt die weißen Fenster, da brauchst du Gardinen, die mit dabei sind. Trotzdem habt ihr es hinbekommen, dass sie nicht aussehen wie Omas Gardinen. Das war ja früher so bei Tabat so. Da gab es normale Gardinen, da kann ich mich noch dran entsinnen. Aber jetzt habt ihr Flächenvorhänge. Das verlangt der Markt. Das ist der Markt, der fordert das und die Kunden fordern das. Und dann sollte man auch mit den Kunden mitgehen, ja. Weißer Tisch, grauer Boden. Sehr edel, in Verbindung auch mit dem braunen Holz. Was du drin hast, eine weiße Tischplatte. Das heißt also auch hier... Hier ist halt schön auch, dass du mal, wenn du in dem deutschen Fahrzeug dich jetzt bewegst, es wird dir immer viel Abstellmöglichkeit gesucht. Und wenn du nur eine Kaffeemaschine abstellst. Hier oben hast du dann wahrscheinlich Steckdosen. Warte mal, wo haben wir die? Steckdose hast du hier noch drin. Das versteckt hier neben. Hier sind die. Da sind die. Aber wir könnten da definitiv eine nachrüsten. Kannst du nachrüsten. Kein Thema. So, jetzt machen wir mal einen großen Test. Du gehst mal aufs Bett, damit auch ja nicht der Wagen kippt. Und ich lege mich mal hier aufs Polster, dass man mal das Raumgefühl hier sieht. Sabrina. Oh, ist das riesig. Sag mal, das ist doch der große Vorteil vom Wohnwagen, dass du einfach Platz hast. Dass du keine Platzangst hast. Du hast für moderates Geld im Vergleich zum Wohnmobil ein Platzangebot, das unvergleichlich viel besser ist. Klar, jetzt wenn die Leute sagen, mit dem Wohnwagen darf ich aber nicht auf den Stellplatz. Stimmt. Aber das hier ist eine andere Art von Urlaub, glaube ich. Also ich war ja oft in Südfrankreich und in Spanien. Da hast du deinen Platz fest gebucht. Du kennst das wahrscheinlich. Das große Rennen um den 15. November. Kennst du das? Der 15. November war immer der Starttag, bei dem beim Balena Alegre in Spanien die Buchung eröffnet wurde. Okay. Das heißt, die haben dann wirklich, also ich glaube bis Ende November hatten die alle guten Plätze ausverkauft. Das kann ich mir gut vorstellen. Und als wenn du einmal da warst, dann durftest du schon im Sommer reservieren. Ah, da hast du die Frühbucheroption dir gesichert. Das ist so. Und da standen wir dann 3 Wochen beim Wohnwagen. Okay. Und das ist dann quasi das Apartment, was du mit dir mitziehst. Ja. Das ist so ein bisschen. So, du liegst gerade drauf. Das hier wäre mein Bett, Queensbett. Das heißt, schlafen wie zu Hause. Ja, du kannst den Vorteil halt links, rechts dran vorbeigehen und hast ja gesehen, es ist trotzdem genügend Platz. Auch hier die Winkel nehmen nicht viel Platz irgendwo was ein. Du kannst also definitiv, guck mal, da könnte noch einer in die Mitte jetzt von meiner Seite. Ach, da könnte noch einer liegen, zum Beispiel dein Mann. Ja, Der könnte da liegen. so einer soll hier mit dabei. So, dann große Tür. Du kannst also richtig wie zu Hause abschließen. Mach mal bitte. Ja, genau. So, das mal sehen. Ich gehe mal hier aufs Bett drauf. Eine Schiebetür. Damit wären wir dann wieder gleich wie im Wohnmobil. Das haben ja viele Wohnmobile mit drin. Also ich glaube schon, dass die Wohnmobilleute ein bisschen was abgeguckt haben von den Wohnwagenleuten und umgekehrt. Und umgekehrt, genau. Das ist so die Flächenvorhänge, die du da hast. Aber dieses Raumgefühl auf 2,50 Meter, das kannst du eigentlich mit Geld gar nicht bezahlen. Also was du hier mehr hast gegenüber einem Wohnmobil, das ja das Problem hat, dass es ja vorne, weißt du, Lenkrad, Fahrersitze. Noch einiges einnimmt mit dem Führerhaus, ja. Dann die beiden Schränke hier auf der Seite, die du da hast. Dann hast du hier oben, guck mal hier, nettes Detail, hätte man nie gesehen, wenn ich nie hier liegen würde. Da ist der Lichtschalter nochmal da, da kannst du das ganze Licht nochmal einschalten im ganzen Wagen. Klimaanlage ist Serie bei dem? Klimaanlage ist beim Deutschen immer Option. Ist Option, beim Deutschen. Der Deutsche, der da ist. Das heißt also klare Fenster mit drin, anderer Grundriss, Toilette wahrscheinlich. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, du hast gesagt, er hat sie wahrscheinlich ausgebaut. Also warum ich sage, der Deutsche, denn wir sind eigentlich bei einem Fachhändler, ihr verkauft die meisten Grundrisse als französische Grundrisse. Jawohl. Und großer Spiegel, da bin ich. Mit meinem jugendlichen LS-T-Shirt.
Ist hier noch Schauraum drunter eigentlich? Aber Sven, dann sieht man, dass heute Frühlingsanfang ist. Dann Ja. sehen die Leute erstmal, weil ich Im T-Shirt am 21. März. Das ist ja irre, oder? Was du hier an Platz hast. Ach, da drunter an den Seiten auch noch. Ja, du könntest jetzt also eine Serviceklappe einbauen und könntest da links und rechts und drunter durchschieben Sachen. Das gibt's ab Werk, Serviceklappe, oder? Könntest du dir links und rechts eine Serviceklappe einbauen lassen, korrekt, ja? Direkt ab Werk? Ja. Okay. Nachträglich auch? Könntest du auch noch machen, ja. Okay. Der Teppich, das ist dein Tipp, direkt mitbestellen, wenn man einen haben Das ist will. jetzt bei dem deutschen Fahrzeug immer ratsam, den Teppich ja mitzubestellen. Der kostet, glaube ich, wenn man den direkt mitbestellt, gar nichts im Vergleich zu dem, wenn man ihn nachgeordert, oder? Wenn man ihn nachordert, ist er doppelt, dreifach fast so teuer. Ne? So, bitte mal anheben. Was haben wir hier für ein... Ich muss jetzt gucken, ob der Komfortschlafsystem hat. Nein, hat er nicht. Ja gut, aber das langt ja. Ein Lattenrost. Ach, Mensch, Sabrina, da fehlt dir nur noch der Mover. Was haben wir denn hier für eine Zuladung bei dem? Wir hätten hier die Möglichkeit, also der hat von der Serie her, hat er 2200 Kilo mit einer Zuladung von 320 und wir könnten ihn tatsächlich auflasten bis auf 2,76 Tonnen. Echt? So, die Zuladung wäre denn wie viel? 2,76 Tonnen, dann haben wir 2,76. Sind wir 500 Kilo mehr, haben wir fast 820 Kilo. Gut, brauchst du aber, also ich sag mal 200 Tonnen geht auch, oder? Du könntest auch 2,5 Tonnen machen, ja. weil doch Das einige- ist die Stufe dann zwischendrin. Der VW-Bus ist nämlich, die meisten VW-Busse älterer Bauart können nämlich 2,5 Tonnen. Das ist so, aber die meisten Franzosen haben ja als Zugfahrzeug entweder einen Peugeot Boxer oder so ein Fiat Ducato, oder? Ja, also das würdest du machen können. 2,5 Tonnen in dem Moment. Das ist noch die Preisliste von 22. Preisaufpreis 2,5 Tonnen? Für die 2,5 Tonnen würde im Moment in der Preisliste von 22 113 Euro stehen. Das ist eigentlich nichts. Also macht's, weil Ja. ich glaube, das Chassis selber ist gar nicht viel schwerer. Das Papierablast ist immer... Papierablasten kein Problem, aber danach Riesenproblem. Auslaste ist immer ein Problem. Und der hat Serie 2,3 oder was? Der hat es serienmäßig 2,2 jetzt da. 2,2. Also, Das ist noch 300 Kilo dazu im Endeffekt, dann bist du bei 620 Kilo. und ich kann den mit 2,5 bestellen, trotzdem auf 2,3 ablasten. Das geht. Du könntest das machen, aber das macht dir normalerweise keiner. Weil das ist dann wieder eine TÜV-Sache und Geld nochmal mit in die Hand nehmen. Also Würde aber gehen, wenn einer. Das heißt, er holt das große Fahrwerk und sagt, ich will aber nur 2,3 eingetragen haben. Das geht auch. Weil er vielleicht dann nachher sich ein anderes Auto noch kaufen will in die Ja, Zukunft rein. da holt er weniger mit. Genau, aber so eine Anschaffung macht man ja halt auch dementsprechend auf längere Zeit. Und dann wäre das noch eine Sicherheit. Das heißt, ich kann 500 Kilo zuladen. Was natürlich gigantisch ist. Doppelachser, 500 Kilo. Du kannst alles mitnehmen, was du willst in Urlaub. Alles auch hier reinladen. Ich meine, wir haben ihn natürlich auch schon mal etwas schwerer beladen. Aber der Nachteil ist natürlich die Versicherung. Du siehst es auch nachher. Er sinkt ein. Wenn du eine andere Chassis drunter hast und du kommst eher in eine Kontrolle, wenn du auf der Radkäste ja dementsprechend durchgebogen bist. Ja, das sieht man. Ich hatte das Gefühl, dass die Doppelachser wurden nicht raus, aber das täuscht. Ich glaube, die holen alles raus dann. Ja, also wenn der Radkasten und der Reife schon dementsprechend nicht mehr Spiel hat, bist du dabei. So, Dometic-Kühlschrank. Was ich toll finde, ist so diese Optik jetzt mittlerweile ist so eher so Schrankwand wie zu Hause. Also du hast so ein Feeling durchgehende Optik. Nicht mehr die Einzelschränke wie früher. Aber du hast ja eben gesagt, wenn du den Kühlschrank aufmachst, von der anderen Seite weißt du nicht mehr, wo was liegt, ne? Großer Kleiderschrank. Das fand ich ja bei den Wohnwagen immer so toll. Also das hat auch die Frauen immer begeistert, die ja eher schon mal was Hängendes mitnehmen. Hängt aber jetzt auch natürlich von der Frau ab. Er hat Fußbodenheizung, sehe ich gerade. Fußbodenerwärmung hat er drin, ja. Elektrisch. Elektrisch. Deswegen die Erwärmung. Heizung ist die alte. Gut, also da du Wasserspirale. hast einen warmen Fußboden. Ist aber für viele, ist das spürbar eigentlich? Merkst du das? Zu den wechselnden Jahreszeiten hin ist es schon ein Unterschied. Man merkt, dass der Boden doch ein bisschen Warmer ist. dementsprechend doch warm ist, ja, dass die Kälte von unten dazu kommt. Ist das komplett oder ist das nur in bestimmten Lauflagen? Jetzt zum Beispiel, wo du gehst und stehst hier, Ja. links und rechts am Bett vorbei, bis hier vorne in die, also überall, wo du mit den Füßen eigentlich bist. Das Bad auch? Badbereich hier vorne. Okay, warte mal. Ich mach mal auf, jetzt bin ich mal. Siehst du? Da vorne ist drin. Das ist nicht immer geil. Was denn? Toilette weggelassen. Das Klo ist weg. Aber Ah, das die Klo, Toilette Kloding. Ne? wäre Halle
montiert. Ja, aber ist doch, wenn du mal irgendwie dir mal den Schnupfen aus der Nase holen willst, dann hast du wenigstens, nee. Also ich zeig's mal gerade. Die Toilette ist weggelassen, aber der Klopapierhalter ist noch da. Gut, er kam ja gerade erst. Aber das ist jetzt im Profibereich, das heißt, er hat die deutsche Version bestellt, ohne Toilette. Richtig, genau. So, und da müsste man sich eigentlich hier die Toilette hindenken. An der Stelle das Lichtsteuerung ist da, eine riesen Dusche mit drin. Sieht die Wasseranschluss hier? Könnte ich mir jetzt nicht unbedingt vorstellen, dass er das mitgewählt hat, weiß ich aber auch nicht, wie Warum? die Kollegin den bestellt hat. Die meisten haben ein Bad oder wie läuft das? Oder? Ja, die Dusche immer ganz wichtig. Also die Dusche nehmen viele mit, auch das Waschbecken, aber das andere Toilette, ethischer Hintergrund. Was ich stark finde, ist hier der Schrank, der ist riesig. Da ist also viel Platz. Ist da unten auch noch ein Schrank, unten drunter? Wo meinst du? Ich bin Ja, der Spiegel, ja, da. Nee, das ist fest. Nee, das ist eine Klappe. Eine Klappe? Ja. Cool. Und dann die Riesendusche mit dem Tabat-Handtuchhalter, den, glaube ich, jetzt jeder Wohnmobilist übernommen hat. Ein Markenzeichen. Schön. Und eine riesen Rundsitzgruppe. Jawohl. Ja, schöner Grundriss. Also, Jetzt haben wir auch die Sonne mal ein bisschen rein. also ist im Profibereich im Einsatz, sieht man. Klimaanlage als 365-Tage-Fahrzeug ist das hier zu benutzen. Richtig. So, und die meisten tauschen es so zwischen nach 4 bis 6 Jahren aus. Dann kommen sie auf den Gebrauchtmarkt. Und oft bei euch, habt ihr schon mal öfter mal Gebrauch normalerweise? Ja, haben wir auch. Aber im Moment haben wir ja eben schon mal die Rede drüber gehabt. Rufen sie abends an und haben doch auf dem freien Markt doch besser zum Teil verkauft, wie ihn beim Händler in Zahlung halt zu geben. Schön. Komm, wir gehen raus, haben ihn gezeigt. Also doch einiges anders. Troma, Kombiheizung drin, Bussystem, große Aufbautür, aber auf Wunsch auch ohne Toilette. Er hätte ja jetzt die Wahl gehabt. Bitte? Wir haben auch die Serviceklappe weggelassen. Die Serviceklappe weg. Das wurde dann mitbestellt, dass das gar nicht zu sehen ist irgendwo, weil du kannst die Toilette auch lose einfach nur oder wegbestellen. Dann hast du trotzdem hier die Tür, also muss man immer aufpassen, dass die dann auch mit wegbestellt wird. Also hier hätte der Sachkundige für französische Wohnwagen jetzt schon ein Problem, denn er sieht eindeutig die deutsche Version ohne WC-Klappe. Jawohl. Das heißt, er müsste sich hier die Zähne ausbeißen. Da würde er sich jetzt die Zähne ausbeißen, das wollte ich damit sagen. Sehr schön. Sabrina Fewinger, du bist Spezialistin für große Wohnwagen, aber auch genauso für kleine Wohnwagen. Wir haben ein Video gedreht über diesen, ach, hier ist er gar nicht mehr. Da vorne steht er. Die Knutschkugel. Was ist das für einer? Das war unser kleiner Bellini. Der 390, ja. Das ist der da übrigens. Wir sind bei AMC Schmidt. Und was ihr jetzt seht, das seht ihr nicht. Das ist da hinten. Ihr habt viel fahrendes Volk. Ihr habt Schausteller als Kunden unter anderem. Gewerbetreibende, alles Mögliche, ja. So, und viele Leute aus Frankreich. Und da hinten, da ist euer kleines Handlager. Da stehen jetzt hunderte von Tabats rum. Die bleiben da aber nicht lange. Nee, die sehen immer von der Straße aus, wie wenn sich da der arme Schmidt nochmal Gedanken machen müsste, um sie zu verkaufen. Aber das haben wir tatsächlich mit unserem Team schon geschafft. Und die wechseln. Das ist nicht nur da vorne, da stehen mehrere rein. Korrekt, ja. Stehen fast mehr als bei Tabat auf dem Hof, oder? Das kann ich dir im Moment nicht sagen, aber wir haben einiges an Produktionseinheiten, ja. Sehr schön. Ja, wir filmen heute tatsächlich an einem der schönsten Tage in diesem Jahr, zumindest bis jetzt, 21. März 2022. Wir sind in Ida-Oberstein bei AMC Schmidt zusammen mit Sabrina Fewinger. Vielen Dank, Sabrina. Das war jetzt der, wie heißt der? Das war jetzt der Puccini 685. Und genau DF 2,5. TDF 2,5. 2,5. Mein Name ist Sandra und ich bin Produktmanagerin bei Etrusco. Bei Etrusco, das klingt italienisch. Es wird zumindest mal in Italien gebaut. Euer Stammsitz ist in Deutschland? Ist in Leutkirch, genau, im schönen Allgäu. Aber Produktion ist hier in der Toskana. Was ein schönes Detail ist hier, das Fahrzeug steht ja auf Gas. Ihr habt 2x11 Kilo und hier unten kann man schon sehen, müssen wir jetzt nicht aufmachen, aber dass die 2x11 Kilo Flaschen so tief auf dem Boden stehen, dass du sie nur ein ganz kleines bisschen anheben musst, gell? Definitiv, also hier wirklich auch bequem, komfortabel, herausnehmbar, einsetzbar, die Gasflaschen, genug Platz für 2,11 Kilo Gasflaschen. Wenn man jetzt in anderen Ländern Europas unterwegs ist mit den Fahrzeugen, dann natürlich auch die jeweiligen europäischen Märkte sind darauf auch abgestimmt, sodass dann auch zum Beispiel eine französische Gasflasche auch reinpasst.
Der Adapterschlauch ist dann entsprechend geändert. Das ist aber auch nicht ganz so einfach. Euch gibt es ja mittlerweile in unglaublich vielen Ländern. Der voll integrierte hier, ganz klar, wenn man viel mitnehmen möchte, man kann ihn auflasten. Man kann ihn auflasten, genau. Also wenn man möchte, dann einerseits entweder optional auf 3650 oder man könnte auch das große Chassis nehmen, das sogenannte Heavy Chassis und dann hier gleich bis auf 4400 Kilogramm gehen. Ja, Fiat Ducato 8, sehr leise geworden, sehr automotiv. Ich fahre ja zurzeit selber einen Ducato 8, bin ganz überrascht über die Straßenlage, wie toll der fährt. Also Leute, die die Nase rümpfen über Fiat, die sollen erstmal selber fahren. Sag mal, Seitenwände, ist das Alu oder GFK? Aluminium. Aluminium. Man sieht so ein bisschen, ich war mir nicht ganz sicher, was drauf ist, aber Dach. Dach und Heck aus GFK. Dach und Heck aus GFK. Der Unterboden, das Cover jetzt neu kommen, also zum Modelljahr neu gekommen, in GFK Cover. Das führen wir natürlich auch weiter fort für Modelljahr 23. Das ist ein Riesenschiff, wenn wir gleich mal reingehen, aber es ist trotzdem noch handlich. Die Länge von dem? 7,40 Meter. Das ist ganz einfach. Da habt ihr die Modellbezeichnung jetzt mal nicht geändert, denn ihr habt sie übernommen. Normal müsste der jetzt heißen i7.4, aber er heißt i7400 SBC. Für was steht das? Also natürlich I für den integrierten, 7400 für die Länge, also hier ungefähr mit 7,40 Meter. SBC einfach auch für unsere Einzelbettengrundrisse, das klassische SB, das zusätzliche C für unsere Couch-Variante, also mit gegenüberliegender Sitzgruppe. Ja, und das ist das, was ganz viele wollen. Sie wollen sitzen im Reisemobil wie zu Hause oder wie im Restaurant gegenüber. Wenn du sitzt, schau mir mal tief in die Augen, so nach dem Motto, man sitzt sich wirklich face to face. Als das vor 2 Jahren kam, haben mich die Leute verprügelt, habe gesagt, nimm nie wieder das Wort in den Mund. Mittlerweile weiß aber jeder, was es ist, oder? Ja, das auf jeden Fall. Also es hat sich doch schon sehr etabliert, der Begriff face to face. Ja, ihr seid groß geworden mit Type X. Das ist eine Ausstattungsvariante, die sehr oft geordert wird. Das werden wir gleich mal sehen. Weniger Holz, mehr Flächen wie zu Hause, wie man es kennt aus dem Möbelhaus. Wenn ich da in die Young Fashion Abteilung gehe oder so italienischer Schick und so weiter, kommt das gut an? Ja, also es ist sehr, sehr beliebt auch. Man hat hier wirklich auch so dieses italienische Design, was wir hier eben auch in den Fahrzeugen widerspiegeln und daher dann natürlich auch sehr gerne geordert wird bei den Fahrzeugen. Und ja, wie du schon so schön gesagt hast, wenn man ins Möbelhaus geht, viele kennen das von sich zu Hause, man hat selber dieses helle Mobiliar zu Hause und wir wollen ja auch, dass sich unsere Kunden wie zu Hause fühlen, wenn man mit dem Reisemobil im Urlaub unterwegs ist. Ihr habt eine tolle Webseite, da kann man die Fahrzeuge auch in 3D erleben, aber so ein Video hat natürlich den Vorteil, gerade wenn wir es hier in 4K drehen, man kann viele Standbilder machen, sich das alles nochmal anschauen. Das Thema Social Media hat sich ja für euch wirklich unglaublich gut entwickelt, gerade jetzt während der Pandemie. Viele Messen sind ja ausgefallen und so weiter. Man kann Produkte zeigen, zum Beispiel Specials hier. Ihr habt so Crashboxen hinten, die man einzeln wechseln kann. Das heißt, das ist ein Ersatzteil, wenn ich das mal treffe, oder? Ja, das auf jeden Fall, genau. Also einfach austauschbar, wenn dort doch mal was passieren sollte. Also nicht eine Stoßstange, sondern das sind 3 Teile? Dreiteilige, genau. Ja. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das Ganze ist nochmal verschraubt. Sollte man eigentlich zum Fachhändler gehen. Thema Dichtigkeit ist ja ein Thema, auch wenn man es trifft. Selber tauschen, aber es geht. Also man kann es tauschen. Man kann es tauschen, aber dennoch natürlich für die Dichtigkeitsgarantie, die wir bei Etrusco mitgeben, empfiehlt es sich, das doch alles über den Händler machen zu lassen. Mach mal hinten auf. Das ist so groß, die Garage. Da kannst du, glaube ich, 8-mal verschwinden drin. Also wenn wir dich jetzt mal schmuggeln würden über die Grenze, das geht locker, denn das ist eine Full-Size-Heckgarage. Ja, definitiv. Also man hat hier wirklich viel Platz, zuladbar bis zu 150 Kilo, also so, dass man hier auch wirklich bequem alles reinbekommt. Die Garagenklappen auch groß genug, dass man hier auch wirklich bequem alles reinladen kann, vom Campingtisch über Stühle, über Fahrräder. Kabeltrommel, wie ich hier gerade sehe. Ja, die hier oben muss liegen. auch dabei sein. Da vorne sind die Auffahr. Das ist jetzt der Messebetrieb, der gerade hier ist, aber ihr habt noch einiges an Zubehör drin. Ihr habt Schläuche mit dabei für das Thema Abwasser, um das zu entsorgen. Abwassertank, wie viel? Hier haben wir tatsächlich 90 Liter Abwassertank. 90 Liter Frischwasser? Frischwasser sind wir ja mit Boiler bei 122 Liter. Gut. Dann im Boiler verschwinden nochmal wie viele Liter? 10, 15? Um die 12. Um die 12 Liter. Okay. Du kennst dich echt gut aus. Ich meine, du bist ja Produktmanagerin. Ich habe eben dann gesagt, du bist seit 1,5 Jahren dabei. So viel Zahlen, das ist schon viel, oder? Und jedes ist anders. Jedes ist anders, aber das ist ja auch das Schöne daran. Es gibt ja
Dinge, die den Raum einfach kleiner machen. Dazu gehört einfach mal ein Tisch dazu. Und der Tisch kann so schnell verkleinert werden. Den kann man jetzt nutzen. Zum Beispiel Laptop drauf. Hier könnte ich auf die Fahrerseite gehen. Das mache ich mal gerade, wenn du mal gerade ein bisschen mehr reinrutschst. So, guck mal hier, jetzt sitzen wir beide hier an dem Tisch dran. Ich könnte jetzt hier Kaffee trinken. Du könntest deinen Laptop rausholen, arbeiten. Also du willst immer arbeiten. So, Fernseh schauen. Dann sollen wir es mal zeigen, wo es losgemacht wird. Das können wir gerne machen. Denn es sieht jetzt aus wie so eine Monitorstele im Einkaufszentrum. Man kann ihn aber drehen. Genau, man kann ihn drehen. Also wir klappen das hier einmal hier runter und ziehen dann den Fernseher zu uns her und drehen ihn dann. Der macht ein sattes Geräusch beim Einrasten. Das ist eine neue Halterung, die mit dabei ist. Sie kommt aus Italien. Und wir setzen uns mal hin, dann können wir mal sehen, wie groß der ist. Das ist, ich denke, es ist ein 32 Zoll. 32 Zöller, der hier montiert ist. Und habe ich jetzt sogar schon gesehen in 40 Zoll. Aber der 32 Zoll ist sehr schick. Also der passt. Passt hier perfekt auch rein, gerade in die Nische, die wir hier haben, und kann natürlich auch ein bisschen, füllt es einfach auch nochmal aus, kennt man ja so ein bisschen von zu Hause im großen Fernseher, dass man auch hier bequem unterwegs einen Fernseher mit dabei hat. Setz dich mal bitte hier auf die Beifahrerseite, wir zeigen mal was. Denn man hat hier natürlich den Riesenvorteil, dass das Fahrerhaus erweitert ist um die Vollintegration, die hier da ist. Da entsteht hier so ein richtiges Sideboard, wo du deinen Sekt zum Beispiel hinstellen könntest, den du gerne mit deiner Freundin oder sowas trinkst, die da ist. Hier unten hast du nochmal Fächer mit drin, richtig große. Staufächer, also hier auch wirklich alles Platz, was man so während der Reise hat, auch wenn man so ein bisschen kleinere Sachen dabei hat. Bei der Übergabe, der Händler, wenn der die Fahrzeuge von euch kriegt, der macht eine große Kontrolle nochmal, ganz wichtig, weil es kann ja immer mal irgendwas passiert sein, oder? Genau, es wird halt nochmal kontrolliert vom Händler, macht nochmal eine Endabnahme, sodass wir hier dann auch nochmal alles unter Dach und Fach haben sozusagen. Ja, hier vorne sieht man auch die Schönheit der Verarbeitung. Ihr habt da nichts gespart, aber es gibt hier bei Type X immer die Ausführung mit dieser Brushed Edelstahloptik hier an der Seite. Die Kanten sind ausgeführt in so einer, ja, wie soll ich sagen, also hier an der Seite in so einer Brushed Optik. Nicht in der Serie. Ist das Serie? Das ist Serie, genau, diese hochwertige Metalloptik. Die haben wir nämlich auch bei der Küche, wenn du mal rüberschwenkst. So eine schöne Küche hast du auch zu Hause? Mhm. Hast du auch? Ja. So, das ist weiß, Magnolie. Es ist nicht ganz weiß, so ein Magnolienton, oder? So ein bisschen cremefarben, ja. Also schon eher Richtung cremefarben, aber nicht komplett weiß. Passt auch sehr gut mit den Dachschrankklappen in Hochglanz-Magnolie. Also hier haben wir wirklich ein einheitliches Die sind oben wirklich in Magnolie, gell? Ja. So was da ist. Habe ich übrigens bei mir in der Küche nicht ganz weiß, weil weiß erschlägt einen irgendwann mal. Ist wirklich so. Auch die Sitze sind sehr hochwertig bezogen. Was habt ihr da für Langzeiterfahrung? Ich gibt es ja jetzt schon 6 Jahre am Markt. Halten die durch, die Sitze? Die halten durch, ja. Also Automotive-Qualität. Das ist Type X, da habt ihr dieses Pferdchen drin. Wo kommt das her, das Pferdchen? Das kommt von den Etruskern, wie unser Markenlogo, sozusagen wie unser Markenname. Genau, damals bei den Ausgrabungen, als das Produktionswerk hier unten in St. Casciano gebaut worden ist, sind so ein paar Reliquien von den Etruskern gefunden, darunter auch das Pferdchen. Okay, das heißt, die konnten nicht gleich bauen. Da kam erstmal die Denkmalschutzabteilung und hatte hier ausgegraben. Hier vorne sieht man auch die Integration. Ihr habt Plissés vorne. Ja. Das heißt, du kannst sehr einfach verdunkeln, wenn du mal so nett bist. Geh ruhig mal rein. Ich film mal. Hier kann nichts passieren beim neuen Auto. Von vorne? Ja, gerne. Mach mal. Kann auch gerne, sonst die Seiten haben wir ja auch. Seiten machen wir gleich. Das mal zeigen. Wir gehen zur Ruhe, liebe Sandra. Und die eine Seite, in der Mitte treffen die sich per Magnet. Yes, genau. So, jetzt ist genau der... Zu sind sie. So, und das hat funktioniert. Dann hast du die Seitenplissés. Genau. Dann mal einmal hier. Auch das sehr leichtgängig. Was ich heute alles von dir verlange. So, normalerweise können das ja die Fachhändler, die da sind. Dann auf der Seite. Und man hat wirklich, ich denke mit etwas Übung, unter einer Minute, ein paar Sekunden hast du alles zugemacht. Hubbett, ganz spannend. Hubbett, genau. Das ist fast noch größer als die Liegewiese hin. Zumindest macht es so ein bisschen den Eindruck. Denn da können locker 2 Personen, wenn nicht 3 Personen, zumindest mal 3 Kinder auch in Längsrichtung schlafen, gell? Kleinere.
Genau, und natürlich auch mit dem Rausfallschutz, den wir hier noch mit integriert haben, kann dann auch nichts passieren. Wenn man gerade die Matratze ein bisschen anlupst, schauen wir mal drunter, da ist ein richtiges Lattenrost drunter, das ist der Rausfallschutz. Und das Ganze ist sehr leicht, wenn es nämlich mal unten ist, das rastet ein. Wenn du mal hochdrückst, ist es schwer für dich? Nein. Also ich kann es mit einer Hand. Bleibt, ist arretiert. Jetzt sieht man sehr schön die indirekte Beleuchtung, die ihr hier integriert habt. So richtig schick ist das natürlich abends, wenn man das Ganze sieht, auch in Verbindung mit dieser Einstiegsleuchte, die die Leute sehr schick finden. Ich glaube, so die ersten paar Sekunden, das kommt sehr, sehr gut rüber, oder? Ja, dieser Trenner, also gerade zwischen Sitzgruppe und Küche, zum einen natürlich eine optische Trennung, aber dann natürlich auch, wenn es gerade dunkel ist, nochmal diese zusätzliche Ambiente-Beleuchtung. Und das ist eben auch schon etwas, was wir in der Serie mit dabei haben. Schön. Ihr habt gerundete Fronten, auch das nicht ganz billig in der Produktion, aber das muss hier sein, man soll sich ja auch nicht anstoßen. Ich kenne das nur, dass hier, ja, ist er auch, da ist der Mülleimer drin. Ihr habt ein bisschen für den Messebetrieb hier vorbereitet, der Möbelbau, ich guck mal gerade, 3 Beschläge drin. Ihr habt an den Beschlägen, glaube ich, nicht gespart, oder? Nein, soll ja alles auch fest sein während der Fahrt. Soll halten. So, zeig mal bitte den Arbeitsbereich dort, dass wir mal hoch machen. Also hier einmal ein 3-Flammenkocher. Mit Piezo. Mit Piezo, genau. Also hier, man braucht jetzt auch kein Feuerzeug, um hier einen Herd anzumachen. Wenn du mal gerade drauf drückst. Okay, der Funke kommt. Genau, und hier natürlich noch mein zusätzliches Spülbecken, also separat mit dem schönen Metallwasserhahn, auch schon bereits in der Serienausstattung. Und hier ganz praktisch die Abdeckung für die Spüle natürlich auch als Schneidebrett nutzbar. Niemand traut sich, darauf zu schneiden. Weißt du das? Ja. Weil man sagt, okay, ist eigentlich viel zu schade. Es ist schon ein sehr schönes, aber wir haben dann natürlich hier einen doppelten Nutzen, also kann man sich schon trauen. Okay, kann man so. Dann hat man hier aufgrund der Temperatur nochmal überall Glasfronten mit drin, die die Temperatur ein bisschen abhalten von den Möbeln. Und ja, ihr habt einen Shop, das nennt man den Etrusco Original Zubehör Shop oder so ähnlich. Da kann man Zubehör kaufen für die Rail hier. Ja, genau. Also zum einen natürlich, also diese Multiflex-Schiene, der ist schon Serie mit dabei. Und jetzt hier für diese Haken kann man jetzt zum Beispiel für sogenannte Nespresso-Kapseln oder gibt es hier nochmal, was man einhängen kann oder auch für einen Küchenrollenhalter kann man hier noch zusätzlich über Etrusco Originalteile und Zubehör sich mit dazu bestellen. Wir haben auch Ausziehkörbe, die in die Küchenschränke auch mit eingebaut werden können, sodass man hier dann auch bequem nochmal zusätzlichen Stauraum schafft. Deine Größe ist interessant jetzt in Verbindung mit der Küche. Du bist jetzt nicht die Kleinste, muss man sagen, aber du bist schon repräsentativ für Menschen, die jetzt keine 2 Meter groß sind. Die soll es ja auch geben. Deine Kopffreiheit, versuch mal bitte an die Decke zu kommen. Es geht gerade so, oder? Also ich muss noch nicht auf 10 spitzen. Aber es ist enorm. Also du hast wirklich große Stehhöhe und kommst gut an die Schränke ran. Mach mal bitte oben auf. Kurz mal reinschauen. Da hast du 3 Beschläge von Häfele drin, die auch hier sehr, sehr massiv aussehen, mit jeweils 6 Schrauben befestigt. Also die sollten halten. Ja. Das Ganze ist extremer Leichtbau, so muss man schon sagen. Also wir versuchen ja so leicht wie möglich zu sein bei Etrusco. Und das fasziniert dich immer noch, oder? wie zu Hause, Softglows. Ja, Face-to-Face, man kann das vielleicht mal andeuten. Ich gehe mal rüber auf die Seite. Zeig mal bitte ungefähr, wie das umgebaut wird. Denn die Lehnen sind dabei, die haben wir jetzt rausgenommen. Aber was ist zu tun? Genau, also wir haben ja hier einen 3. und 4. Sitzplatz bereits in der Serie mit drin. Also es ist einfach so, man muss beide Polster, entfernt beide Polster. Und dann haben wir hier unten sozusagen einen Mechanismus, man klappt diesen weg. Und dann haben wir hier unten ist der Gurtbock versteckt, man nimmt diese zusätzliche Lehne, klappt die ein, nimmt diese Polster von der anderen Seite und kann dann eben auf beiden Seiten einen 3. und 4. Sitzplatz, hat dann auch das Rückenkissen und das Sitzpolster, auf dem man sich dann draufsetzen kann. Du weißt, warum ich frage? Wenn man zu zweit reist, wäre der hintere Platz auch gar nicht schlecht. Weißt du warum? Nach Südfrankreich fährst, ist immer die Sonne so ein bisschen drin. Jetzt ist er ja hier extrem zurück, muss man sagen. Das heißt, wenn die Sonne steil steht, gar kein Problem. Ja. Die siehst du nicht. Aber Leute wollen ja auch mal hinten sitzen oder vielleicht mal irgendwas machen. Da kann man jetzt wirklich einen eingetragenen Gurtplatz hier aus dem Platz machen, gell? Ja, genau. Also man sieht es auch hier schön. Also ist schon bereits mit dabei. Das kann man auch versteckeln, gell, wenn man das möchte, dahinter. Weil viele brauchen den vielleicht gar nicht, wenn das Enkelchen mal mitfährt. Genau, oder es ist halt vielleicht praktisch, wenn man dann das Enkelkind mit dabei hat, dann hat man hier auch nochmal schnell einen Sitzplatz umgebaut. So von der Form und Farbe her sehr jung. Wenn du mal gerade alles vorne bitte nochmal aufmachst, dann zeigen wir mal gerade, wie schön die Aussicht ist.
Das ist der Vorteil natürlich beim vollintegrierten. Du hast einfach ein Panorama, eine Größe vorne, die schon fast an einen Liner erinnert. Und auch eine Frontscheibe, die übrigens von Spezialversicherern automatisch mitversichert werden kann. Also das ist immer so eine Geschichte, sollte man darauf Acht geben beim Versichern. Und jetzt wird es auf einmal hell und ich gucke mal gerade hier raus. Jetzt siehst du auch mal das Panorama, was dich wirklich hier entgegnet. Und von der Höhe her bist du nicht zu hoch, aber du guckst über alles so ein kleines bisschen drüber. Guck mal hier, du guckst komplett einmal rundrum, 360 Grad und hast den kompletten Ausblick auf das schöne Fiat Ducato 8 Lederlenkrad. Multifunktion. Multifunktion, genau. Also auch hier das neue 8 Ducato. Chassis als Basis für das Fahrzeug. Hier einmal mit Schalter, gibt es natürlich auch mit Automatikgetriebe und höherer Motorisierung. Und natürlich auch hier mit verbaut das Xcent, also unser Multimedia-Paket, auch mit inkludiert mit der passenden Rückfahrkamera. Da kann man auch das Handy koppeln. Hier unten hast du USB-Ausgänge mit drin, Ja. diverse. Und das ist das Bauteil, was ihr anfertigt, damit das so verbreitert wird. Und das ist auch die Breite, die man gewinnt quasi gegenüber dem Originalfahrerhaus. Das ist schon enorm. Gut, auch hier die Frage natürlich, wie kann man sowas darstellen für das Geld? Aber das ist euer Problem, nicht meins. Ihr wollt ja nicht mehr verdienen. Das sind die Sonnenblenden. Guck mal hier rechts. Ja. Die sind klasse, die kannst du ganz runterfahren. Mach mal bitte, das wir einmal kurz sehen. Weil, Also mein so und dann natürlich hier nochmal komplett. ja, und nach unten nochmal. Das heißt also, je nachdem wie die Sonne steht, kann man sich das so machen, wie es genau ist. Tiefe Sonne, kein Problem. Dann hast du eine Fahrerhaus-Klimaanlage eingebaut. Die ist Serie? Die manuelle Klimaanlage ist Serie, genau beim Fiat 8. Prima, Freisprechenrichtung mit drin. Dann ja, viele Details. Auch die Tür, was glaube ich auch wichtig ist. Man kann diese Tür öffnen. Das ist ja bei vielen Linern nicht der Fall. Das geht hier. Also wenn ich jetzt mal Diesel tanken gehe, muss ich nicht quer durchs Auto laufen mit den Schuhen. Das stimmt, also dann kann man gleich bequem hier aussteigen und diese Tür kommt bei uns übers Komfortpaket mit dazu. Ach, die ist nicht Serie drin. Die ist tatsächlich nicht Serie. Gut, weil viele sagen, ich will die gar nicht. Ich will nur eine Tür haben. Warum auch immer. So, wir blicken mal rein. Du gehst mal bitte ganz nach hinten. Kannst du den Fernseher nochmal zurückdrehen, bitte? Einmal mal sehen, wie schnell das geht. Und dann sieht man nämlich diesen wunderschönen integrierten Kühlschrank, der tatsächlich größer ist als du. Genau, also wir können auch mal einmal reinschauen. Also hier natürlich für unsere Presseevent ziemlich vollgepackt mit Wasser. Also man sieht, man bekommt hier doch einiges rein. Also hier unten auch nochmal ein hohes Gemüsefach, hier nochmal ein integriertes Gefrierfach, dass man auch wirklich alles mit dabei hat. Zum einen im Sommer, im Winter. Wenn man so nett bist, mach mal oben auf, das Gefrierfach. Einmal kurz reinschauen. So, gut, die große Pizza passt nicht rein, aber wer will schon Pizza essen, wenn er in Italien unterwegs ist? Glaube ich, kein Mensch. Der Eis ist immer Platz. Hier hast du Schubladen noch drin? Genau, hier haben wir noch Schubladen, auch hier einfach zu öffnen. Hier auch schon mit einem Besteckkasten mit dabei. Und natürlich auch ein Soft Close. Hier auch nochmal ganz viel Platz. Also man kennt ja die Schiebeschubladen auch von zu Hause und das war uns auch wichtig, dass wir das auch natürlich in unserem Reisemobil mit dabei haben. Auch Softclose hier. Die Verkleidung von dem Fenster vor der Küche, das sieht ein bisschen aus wie im Flugzeug, oder? First Class Boeing. Ja, genau, also hier auch nochmal Funktionalität, nochmal viel im Vordergrund natürlich auch, gerade wenn man auch am Kochen ist beispielsweise und dann natürlich, wenn man es dunkel haben möchte, ganz einfach schnell in eine Rollo hoch. Mhm. Beziehungsweise lässt sich dann auch bequem öffnen, man macht dann einfach Fliegengittertür auf und beziehungsweise das Fliegengittertür runter und dann hat man dann auch schon Wärme und Kochende, eine super Luftzufuhr. Du hast eine große Dusche. Große Dusche, genau. Also hier wirklich auch viel Platz für eine Person. Hier nochmal mit einem zusätzlichen Kleiderhaken, sodass man dann auch mal ein nasses Handtuch aufhängen kann. Genau, Lattenrost herausnehmbar. So, dann kannst du das Kind sogar hinten draufstellen. Ja. Das ist auch leicht genug, um da drauf zu gehen. Da ist der Radkasten, gell, an der Stelle. Hier ist der Radkasten, genau. So, und dann kannst du also duschen. Geh mal bitte rein. Mal sehen, 1 Meter und, was war das, 70? 63. So, plus Schuhe, ja, 1,70 Meter, jetzt kommen heute. Plus die Haare oben drauf.
Genau. Also man kann auch ruhig 1,90 Meter sein, das geht auch. Das geht auch, genau. Also hier ist dann auch wirklich Kopffreiheit. Man hat auch hier wirklich Platz als eine Person. Also man kann sich auch ohne weiteres dann drehen, wenn dann natürlich die Türen geschlossen sind. Mach mal zu. Das Ganze ist nämlich magnetisch und dann kann ich dich sogar noch einsperren hier vorne. Aber das ist die Transportsicherung, wenn man dann zumacht. Genau. Das hat so ein, ich sag mal, so ein Seidenlook. Ich kann so ein bisschen sehen, dass du da bist. Das heißt, dein Partner oder Partnerin, die sieht dann quasi dich noch, dass du da bist, aber sie muss sich dann gedulden, bis du dann endgültig rauskommst. Und wenn du gar keinen Bock hast ja auf die Leute, dann kannst du nämlich hier die Toilettentür zu einem großen Raumbad machen. Zeig mal bitte. So, dann kann ich einerseits nach vorne abschließen und wenn ich dann wirklich auf niemanden Lust habe, dann mache ich hier noch zusätzlich zu und habe hier ein komplett großes, durchgängiges Badezimmer für mich alleine. Die Sandra, guck mal da. So, ich liege jetzt hier auf dem Bett. Das ist ein Doppellängsbett. Wir zeigen immer mal bitte, wenn du dich mal gerade auf die Toilette bitte mal setzt, auf den Deckel nur, dass man mal sieht, da sitzt man, da kann man sich auch vereinzeln. Den Sitz kann man drehen von der Toilette. Genau, also da kannst du die Beine reinmachen. Also wenn es ganz eng sein soll, das geht. Ansonsten machst du die Tür auf, hast dann eine Ruhe. Kannst hier ja nochmal zumachen, haben wir gesehen. Hier hast du mehrere Handtuchhalter. Ja. Sehr beliebt. Braucht man einfach. Also man hat ja, wenn man gerade mit mehreren Personen unterwegs ist, dann hat ja jeder doch auch sein eigenes Handtuch. Und hier haben wir dann auch nochmal Platz, auch hier mit den Kleiderhaken, dass man hier auch nochmal ein Handtuch hinhängen kann. Großer Spiegel. Dann ein Designwaschbecken habt ihr euch gegönnt. Genau, das ist auch hier nochmal neu angepasst. Und wenn man dann natürlich nochmal zusätzlich gerade zum Rasieren, zum Schminken benötigt, zum Zähneputzen, ist natürlich hier auch alles mit dabei. Dann hier noch zusätzlich Stauraum, sodass man hier auch alle Kosmetiksachen, Putzutensilien auch alles unterbringt. So, oben ist noch Stauraum in dem Spiegel. Die Seite rechts. So, guck mal hier. Wir haben noch mal zusätzlich viel Platz für Kleider hier drunter. Genau. Mal einmal hier aufmachen, dann kann man hier wirklich auch ganz viel abhängen, reinhängen und man könnte auch von oben noch reinschauen. Geht auch. So, die andere Seite machen wir gleich. Zieh mal bitte aus. Man kann ja hier diese Liegewiese aktivieren. Boah, geht das tief. So, und drüben ist das Ausgleichspolster. Mach's ruhig mal drauf. Mal durchschieben. Ihr habt in eurem originalen Zubehörteile-Shop habt ihr die passenden Bettbezüge da. Die passen genau drauf. Genau, die passen genau drauf auf die Polster. Also die sind wirklich maßgenau auf diese Polster zugeschnitten, sodass man dann wirklich das passende Bettbezug dann auch hat, beziehungsweise das passende Leintuch. Das ist ja doch ein bisschen schwieriger, sage ich jetzt mal, dadurch, dass das ja Sondermaße sind, gerade für das Fahrzeug angepasst, dann passendes Leintuch zu finden. Baust gerade nochmal zurück, bitte. Mal sehen, wie schnell das geht. Das Polster kann man, wenn man es nicht braucht, auch gerade zu Hause lassen. Kann man zu Hause lassen. Die Bezüge sind hier auch abnehmbar, mit dem Reißverschluss waschbar. Also wenn mal das große Malheur passiert mit dem Baby, was mal reinpinkelt, dann ist das kein Problem. Ja, es soll ja vorkommen, habe ich gehört. Ja, ich habe ja selber einen Sohn. So, ja. Dann guck mal hier, da ist noch Stauraum. Mit einer rausziehbaren Stange. Guck mal. Genau, also hier auch mal bequem zum Kleidung aufhängen. Toll. Ja, es hat sich doch einiges getan, muss ich sagen. Dann hast du hier diesen Raum hier, das heißt, du hast einen Raumbad. Wenn du jetzt mal gerade zumachst, bitte. Ich will mal gucken, ob ich vollkommen verrückt werde jetzt. Nee, der Raum geht. Also du hast ein richtiges Bad. Ist ja so, es gibt ja schon mal Leute, die zu dritt reisen. Da ist die Tochter vielleicht dabei, die ist vielleicht schon 15. Die will dann nicht mehr, die will mal ganz alleine duschen, das geht. Sandra, ja. Machst du mal bitte auf. So, sie macht auf. Ja, tolles Auto, ganz ehrlich. Genau, was wir hier auch noch Schönes haben, ist auch gerade über diese Schwanenhalsleuchten, die wir hier am Ende sehen. Also gerade am Abend, wenn man im Bett ist, hier haben wir natürlich noch eine USB-Steckdose mit dabei. Also sprich, man kann ja auch bequem das Tablet, das Kindle, das Handy dann auch hier immer griffbereit über Nacht laden. Das Werk ist High-End, das kann man wirklich sagen. Es ist ganz neu, das Werk, also relativ neu. Ganz viele moderne Maschinen. Ja. Auf dem Mikrometer genau wird hier gefertigt. Das merkt man auch in der Verarbeitungsqualität. Spaltmaße sind wirklich gut für die Fahrzeugklasse.
man kann sich wirklich messen mit den ganz Großen, oder? Ja, also wir geben uns natürlich auch Mühe. Wir möchten da natürlich auch mithalten und auch gute Qualität natürlich bei den Fahrzeugen liefern. Komm, wir gehen mal raus, gucken uns das Auto nochmal an. Also wenn wir irgendwas vergessen haben, guckt es euch selber an jetzt. Wir haben unsere Schuldigkeit getan, wir haben es gezeigt, so gut wie es ging. Noch einmal kurz einen Fliegenschutz zeigen, bitte. Der ist ja auch wichtig integriert. Ja, wenn ich es haben möchte, Händler haben gut vorgeordert hier, der vollintegrierte. Ja, also er ist auch im sehr guten Vorlauf bei dem einen oder anderen Händler. Also wenn da Interesse besteht, dann gerne immer auf unsere Händler zugehen, auf den Handelsplätzen nach. 50 Stück mittlerweile. Ziemlich genau, oder? Wir machen da schon große Stückzahlen dann auch, genau. Komm, ich zeige mal, 50 Händler in ganz Deutschland, dazu kommen noch Frankreich und so weiter. Das heißt, ich finde also mittlerweile in vielen Teilen Europas schon Fachhändler von Etrusco. Das ist so ein bisschen Omnibus-Style, was ihr hier habt. Also das ist die Frontoptik. Das Ganze ist sehr aufwendig, auch in der Fertigung. Das heißt, eigene Bauteile mussten hier gefertigt werden. Der vollintegrierte schon ein bisschen aufwendiger, oder? Ja, das auf jeden Fall. Also was wir jetzt auch hier haben, wir haben einen Kühlergrill, der wirklich extra für Etrusco designt worden ist. Also hier natürlich auch noch mal ein bisschen aufwendig. Was wir auch ganz schön haben, wir haben hier unten auf den schwarzen Applikationen LED-Tagfahrlicht bereits in Serie auch mit dabei. Nee. Doch, tatsächlich. Das macht viel aus für die Optik. Also das ist so. Ja. Genau, und einfach hier nochmal auch die Motorhaube, also komplett alles neu überarbeitet bei dieser E-Front. Natürlich Teile dann natürlich auch, gerade für die Konstruktion, aber auch hier nochmal ein bisschen markanteres, automotiveres Design mit aufgenommen. Oh, der ist flammneu, gerade aus dem Werk gelaufen. Wir haben ein großes Händler-Event hier. Wir werden gleich einen Rundgang machen. Wir werden uns alle Fahrzeuge mal anschauen. Wir haben viele Fahrzeuge auch gefilmt. Das ganz große Novum steht gerade hier. Die Presse hat ihn wirklich unter Beschlag genommen. Gestern hatten wir die Möglichkeit, ihn intensiv zu filmen. Das ist ein bisschen dein Baby mit? Auch ja. Also ich war mit beteiligt, sagen wir so. Der macht doch richtig was her, oder? Also gefällt uns sehr, sehr gut. Auch also komplett die Optik, das neue Design von außen, von innen. Also wirklich hier auch nochmal alles angepasst auf das neue Chassis, also mit dem neuen Radständen. Ne? Abonniert den Kanal, um täglich mit den neuesten Wohnmobil- und Technikvideos versorgt zu werden.